Einen sonnigen guten Tag euch allen. Ja, heute haben wir mal wieder Technology Lunch mit dem Michael Fitz und zwar zum Thema Java von 11 bis 17 in 45 Minuten. Worum geht's? Naja, mit Java 17 kam jetzt letzte Woche ein neues Long-Term Support Release raus, das auf Java 11 folgt. Und ja, viele wollen aus guten Gründen eigentlich nur auf diesen LTS-Releasen arbeiten. Und das heißt, wenn man jetzt umstellt, dann kommen doch relativ viele neue Features hinzu. Der Michael, der gibt uns heute sozusagen einen opinionated Guide für die, was die wichtigsten Features sind, die wir kennen müssen. Also aus seiner Sicht natürlich, aber die ist zweifelsfrei die richtige Sicht auf die Dinge. Genau. Fragen könnt ihr wie immer im Chat stellen. Wir beantworten die auf jeden Fall am Ende. Der Michael hat auch immer noch mal so ein kleines Auge auf den Chat und versucht die zwischendrin zu beantworten, wenn es geht. Wie gesagt, ansonsten halt am Schluss. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Für die ihn noch nicht kennen, Michael Fitz, Senior Consultant bei der InnoQ, seit letztes Jahr Java Champion, könnte auch sein seit vorletztes Jahr, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, wir können uns wenige Leute vorstellen, die uns kompetenter rüberbringen können. Okay, jetzt laber ich zu viel. Ich wünsche euch allen viel Spaß und herzlich willkommen, Michael. Super, danke. Genau, danke für die viele Einleitung und die, weiß nicht, jetzt hast du mich ganz schön unter Druck gesetzt, Sven, mit dem Ganzen. Ich glaube, Java Champion bin ich erst seit dieses Jahr, aber durch dieses Corona-Thema verblenden ja die Jahre so übereinander. Aber weg davon, ich will euch in der Mittagspause nicht mit dem alltäglichen Kram nerven, sondern wir sind, wie Sven schon sagte, heute hier, um eben uns mal anzugucken, was von 11 bis 17 sich so alles getan hat. Und das ist halt, wenn man das in der kompletten Summe und gegebenen Tiefe bearbeiten möchte, ein bisschen viel. Deswegen habe ich halt so das rausgesucht, was ich so als Highlight denke, was man sich angucken kann und was man kennen sollte. Und ansonsten muss man dann vielleicht doch noch mal selber so ein bisschen sich da reinwühlen und gucken, ob da doch noch irgendwo was Verstecktes ist, was ich nicht so wichtig gefunden habe oder was für euch in eurem Alltag besonders wichtig ist. Genau, was ist an Java 17 so speziell? Das sagt Sven ja schon, das ist ein Long-Term-Support-Release und es ist so, dass damals mit dem JEP 322 in Java 10 wurde halt das ganze Release-Management nochmal aktualisiert. Und dabei kam eben rum, dass entschieden wurde, dass alle 6 Monate so ein Java-Release rauskommt, aber dann eben nur bestimmte Releases zu Long-Term-Releases werden. Und die Planung damals war, so jedes 6. Release wird ein Long-Term-Release ab 11. Das heißt, 11 hatte Long-Term-Support und hat deswegen auch noch bei vielen Herstellern Support. Und jetzt mit 17 kommt eben das nächste raus. Was dann ein bisschen überraschend war, war mit dem Release von Java 17 hat der Mark Reynolds, der für Oracle arbeitet und auch da so ein der Hauptarchitekt eigentlich vom JDK ist, hat gleichzeitig nochmal einen Blogpost gemacht mit dem Titel Moving Java Forward Even Faster. Und da drin schlägt er sozusagen vor, dass wir jetzt sogar von diesen 3 Jahren auf 2 Jahre reduzieren. Das heißt also, wenn die meisten Hersteller oder die das JDK dann bauen und als Distribution verteilen, wenn die meisten dazu stimmen, dann kann man davon ausgehen, dass eben das bald 4 Jahre wären und dann wäre eben nicht Java 23 erst, sondern schon Java 21 das nächste Long-Term Support Release. Genau, der hat unten auch aufgerufen, man kann auf der OpenJDK Twitter-Liste, Mailing-Liste darüber diskutieren. Und wenn man sich dann mal hier anguckt, das ist der Thread zu dem Post von ihm, dann haben hier schon ein paar Leute geantwortet, zum Beispiel der Volker Simonis, der arbeitet bei AWS am Corretto JDK, der Martin Werburg arbeitet, glaube ich, bei Microsoft am JDK und der Jill Teen arbeitet bei Azul mit am JDK und alle 3 haben jetzt hier in den Antworten eigentlich schon gesagt, dass sie das auch stark befürworten würden, von den 3 auf die 2 Jahre zu reduzieren.
Das heißt, ich glaube, es ist eben sehr, sehr wahrscheinlich, dass das dann mal passieren wird. Aber ich will euch jetzt auch wieder mit diesem ganzen Verwaltungskram zum JDK nicht super viel langweilen, sondern was wir jetzt als erstes mal machen, sind uns so ein paar neue Features angucken, die in diesen 3 Jahren zusammengekommen sind. Und das Ganze machen wir, damit ich nicht mogeln kann, sozusagen live in Code in der IDE. Und ich hoffe, dass das jetzt für die meisten lesbar ist. Wenn ihr jetzt am Handy guckt, könnte das was klein sein. Das tut mir leid. Dann müssen wir nochmal gucken. Müsst ihr es vielleicht doch im Nachhinein nochmal auf dem großen Screen gucken. Und anfangen wollen wir mit den Switch Expressions. Switch Expressions ist ein Feature, hat sich über insgesamt 3 JDKs, 3 JDK zwischen Releases, ist das reingekommen, und zwar angefangen mit 12 und 13. Da gab es sogenannte Preview-Versionen. Eine Preview-Version heißt, das Feature ist schon eingebaut, man muss aber beim Starten des JDKs explizit einen Flag setzen, damit man das benutzen kann. Und zwar sowohl zum Kompilieren als auch nachher in der Ausführungszeit. Und mit Java 14, also sie haben dann in 12 und 13 also in 12 ist es reingekommen, in 13 sind nochmal so kleine Überarbeitungen gekommen und in 14 ist es dann final drin gewesen, und das heißt halt, in 17 ist es jetzt logischerweise auch drin. Was machen jetzt Switch Expressions? Im Grunde ist die größte Änderung, dass ein Switch jetzt einen Return-Wert hat. Also ich kann, wenn ich einen Switch habe und über irgendetwas switche, könnte ich das jetzt einem String zuweisen. Und das Zweite, was wir dafür noch brauchen, ist, also bisher ist ja dann Case One Break gewesen. Wir müssen jetzt natürlich auch noch irgendwie sagen können, wie kriegen wir das Ganze zurück. Und dafür gibt es jetzt erstmal ein neues Keyword, und das ist in dem Falle die Schrift ist selbst. Dann versuche ich das nochmal schnell größer zu machen. Appearance, Page Mode 36. Ich hoffe, so ist dann besser. Light Mode, ja. Kriegen wir alles spontan hin. Ich hoffe, dann ist es so besser. Zurück, genau, um eben jetzt so einen Wert aus dem Switch zurückzugeben, gibt es als neues Keyword Yield. Das heißt, ich kann jetzt Yield 1 machen. Und damit gibt er jetzt den Wert an den Result zurück. Worüber IntelliJ jetzt noch meckert, ist, dadurch, dass das Switch jetzt einen Return-Wert hat, muss das Switch sozusagen exhaustive sein. Das heißt, ich muss wirklich alle möglichen Fälle im Switch behandeln, weil er sonst eben nicht weiß, was er hier zurückgeben soll. Das heißt, wir bräuchten jetzt in unserem Falle noch eine Default und könnten jetzt hier sagen, yield some other value. Und letzten Endes kommt jetzt eben in unserem Beispiel 1 raus. Das ist so das Hauptfeature von den Switch Expressions. Was sie dann zusätzlich noch gebaut haben, ist, die Syntax ist halt ein bisschen geschwätzig noch, und es gibt sozusagen als Abkürzung noch den File, ähnlich wie wir den auch schon für die Lambda Expressions hatten. Das heißt, ich kann jetzt auch das machen. Dann darf ich allerdings kein Yield benutzen, und was eine weitere Besonderheit ist, ich kann nicht beide Syntax-Varianten mischen, sondern ich muss entweder die eine oder die andere benutzen. Das heißt, ich müsste jetzt hier auch die Variante wählen. Die Variante ist jetzt halt identisch zu der davor, nur etwas kürzer. Und dann gibt es eben häufig noch die Frage, was ist denn, wenn ich hier in den Switch Null reinstecke? Und da gilt jetzt dasselbe wie vorher. Mal kurz i gleich Null, damit IntelliJ hier ein bisschen weniger meckert. Auch ohne die Switch Expression ist es halt so, wenn man Null in den Switch reingibt, dann gibt es eine Exception, und das haben sie jetzt auch durch die Switch Expressions
nicht, nicht gelöst, sondern man muss, wenn man hier eben Null reinstecken kann, vorher einmal prüfen. Was passiert in meinem Fall-Through? Ich weiß es nicht auswendig, aber wir können es probieren. Dann brauchen wir aber wahrscheinlich das, also so kann man auf jeden Fall, mit Yield kann man auf jeden Fall ein Fall-Through machen. Und ich gucke mal, ich meine, man kann die mit Komma trennen. Sonst müssen wir nochmal, sonst muss ich nochmal in die Doku gucken. Verschieben wir nochmal, achso, Matthias sagt, gibt's nicht. Kann sein. Wie ihr merkt, ich kann die Features auch noch nicht auswendig, weil auch mein Kunde einer von denen ist, wie Sven sagte, der eben entschieden hat, nicht von 11 auf alle Zwischenreleases zu gehen, sondern immer immer auf den LTS zu switchen. Und bei uns steht eben auch die Migration auf 17 erst an. So, das ist es aber dann grob zu den Switches. Mal kurz auf die Uhr gucken, okay. Dann das zweite größere Feature, was wir uns noch angucken können oder sollten, sind die Textblöcke. Textblöcke ist ähnlich wie diese Switch Expressions, ist halt über mehrere JDK-Releases ins JDK gekommen. Und zwar über 13 und 14 jeweils auch wieder als Preview-Version und ist dann seit 15 final drin. Und die Idee von Textblöcken ist es, dass wir Multiline-Strings definieren können. Und dazu benutzt man 3 Quotes zum Aufmachen und zum Schließen von dem String. Und jetzt kann ich halt hier irgendwie, heute ist Mittwoch, es ist hier Sonic oder sowas tippen. Wenn wir den jetzt wieder ausgeben, dann sehen wir, dass es tatsächlich in 2 Zeilen ist. Und was wir auch schon sehen ist, wir haben hier vorne kein Space vor dem String. Das heißt, irgendwie hat er beschlossen, dass hier sozusagen die Zeile beginnt. Was aber funktioniert ist, wenn wir das jetzt einrücken zum Beispiel, dann behält er die Einrückung halt relativ in dem String bei. Und wichtig ist, man könnte jetzt denken, dass die erste Zeile irgendwie bestimmt, wo der Anfang ist. Das stimmt aber nicht, weil der Beendende hier bestimmt sozusagen, wo die Zeile ist. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal 4 Spaces wegnehme, dann sehen wir, dass hier, das ist 4 Spaces eingerückt und das ist halt dann nochmal 6 eingerückt. Das heißt, über den schließenden Separator sozusagen bestimme ich, ob ich vorne Einrückung haben möchte oder nicht. Genau, und IntelliJ zum Beispiel, aber das könnte jetzt für euch zu klein sein, hat hier so eine hellgrüne Linie, die mir visuell auch anzeigt, wo der String beginnt. Was daran jetzt weiterhin noch besonders ist, ich muss zum Beispiel in so einem Multiline-String keine Double Quotes mehr escapen, sondern ich kann die einfach benutzen. Und wenn das Ende weiter eingerückt ist, du meinst wahrscheinlich so, das ist egal. Also das strippt der sozusagen einfach weg. Genau, ich sagte, ich kann hier genau Double Quotes benutzen, ich kann irgendwie Single Quotes benutzen. Das Einzige, was nicht geht, was es in manchen Programmiersprachen ja gibt, ist, ich kann jetzt hier drin nicht direkt auf eine Variable zugreifen, die ersetzt wird. Also irgendwie wie in JavaScript, da kann man ja sowas machen. Das geht halt nicht, sondern die Textblöcke sind tatsächlich nur das, was sie sagen, nämlich ein Block von Text und haben keine erweiterten Funktionalitäten in die Richtung. Jetzt muss ich noch mal kurz auf meinen Spickzettel gucken. Genau, dann haben Sie in diesen 3 Iterationen ist am längsten eigentlich darüber gestritten worden. Ich habe ja jetzt hier einen Line Break gemacht zwischen den beiden Zeilen. Was ist denn jetzt eigentlich der Line Break Character?
Ist es der, den ich in der IDE wirklich getippt habe, oder ist es irgendwas Standardisiertes? Und letzten Endes haben sie sich darauf geeinigt, dass das ein Linux-Line-Feed ist. Also nicht die Windows-Variante, auch nicht die Mac-Variante ist, glaube ich, auch nochmal leicht anders, sondern es ist halt ein simpler Line-Feed, der immer ausgegeben wird. Genau, es wird noch die Frage zu Groovy und den Triple Quotes gestellt. Das Problem ist, ich weiß nicht, was die Groovy Triple Quotes können. Insofern kann ich dir das jetzt gerade ad hoc nicht beantworten. Genau, was weiterhin gemacht wird, ist, wenn ich jetzt hier noch, also ich mache mal noch eine Zeile, Trailing Space, also Space hier am Ende, der wird entfernt. Also hier ist kein Space mehr, den ich markieren könnte. Wenn ich den gerne hätte, dann kann ich eine neue Escape-Sequenz benutzen, nämlich \s. Und dann würde ich hier auch den Whitespace behalten. Und das Zweite, was noch geht, ist, es gibt als Escape auch noch den einfachen \, ohne das S. Dann wird sozusagen der Line Break weggenommen. Also jetzt habe ich zwar den Text hier in 2 Zeilen geschrieben, aber wie man hier sieht, es gibt hier zwischen keinen Line-Feed. Das heißt, das ist in eine Zeile zusammengesteckt worden. Genau. Gucke ich hier gerade noch. Genau, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, der Jeb selber hat empfohlen, man sollte am besten den Text hier so formatieren, also dass der Text mit dem öffnenden Quote sozusagen bündig ist und dann auch den endenden hier hinstellen. Mein IntelliJ macht es offensichtlich anders. Ich habe noch keine Meinung dazu, was denn wirklich besser lesbar ist. Und ich finde das Feature halt eigentlich am spannendsten, weil ich jetzt in Tests zum Beispiel sowas schreiben kann. Und eben jetzt nicht mehr irgendwie mit Single Quotes, die ich dann zu Double Quotes replacen muss. Und wenn ich JSON über mehrere Zeilen, dann habe ich halt immer mit Plus und einen neuen String in der nächsten Zeile. Dafür finde ich das Feature einfach super praktisch, weil es mir irgendwie erlaubt, eben größeren Block an Text sehr kompakt hinzuschreiben. Neben den Textblöcken als einzelnes Feature haben sie sozusagen dann noch die String API auch leicht erweitert, um mir im Umgang mit Strings zu helfen. Zum Beispiel gibt es jetzt auf dem String Michael eine Methode indent. Haben sie die wieder rausgenommen? Ne, indent, genau, 4. Und jetzt ist der Text hier halt um 4 Spaces eingerückt. Genau, exzessiver Text gehört nicht in den Code, aber in Testcode manchmal vielleicht schon. Indent habe ich gezeigt. Dann gibt es insbesondere noch, was sozusagen hier diese Args-Problematik ein bisschen vereinfacht. Ich kann hier drin die aus String Format bekannten Platzhalter benutzen. Also Wiederholung, man kann ja mit String Format sagen, Name ist S, und dann kann ich hier als Argument einen String reinschreiben. Dann machen wir das jetzt auch mal hier. Und mit den Textblöcken als leichte Erweiterung haben sie jetzt eingeführt, dass man auch auf den String formatted aufrufen kann und hier die Argumente übergibt. Das heißt, man braucht eben nicht mehr dieses String-Format so außen rumschreiben, sondern ich könnte jetzt halt hier auch auf einem Textblock einfach formatted Michael schreiben. Und das macht es halt auch wieder ein bisschen kompakter und ein bisschen mit weniger drumherum. Ne, das ist tatsächlich ganz praktisch. Und zusätzlich gibt es auf dem String jetzt auch noch eine Transform-Methode, wo ich eine Funktion reingeben kann und den String jetzt irgendwie
Präfix plus MyString plus Suffix. Ja, das kommt davon, wenn man live schreibt. Ja, okay, wir kriegen das einfach nur mit den Typen nicht hin. Okay. Nicht mehr. Genau, dann müssten wir jetzt hier, wir waren bei dem Transform, dann müsste jetzt hier Präfix Textsuffix stehen. Ne, das ist auch wieder, letzten Endes gibt es so ein paar Use Cases, wo man das braucht, wo das so halt viel kompakter ist und man weniger von Syntax und Zwischenvariablen und so abgelegt wird. Gut, das ist so das Größte, was mir zu den Textblöcken einfällt. Wie gesagt, ich glaube, im Produktionscode braucht man insbesondere die Textblöcke vielleicht nicht ganz so oft, aber in Tests weiß ich jetzt schon eine ganze Menge Stellen im aktuellen Projekt, wo ich die einsetzen würde. Kommen wir zum nächsten Feature. Genau, die Frage zu den Docker-Images habe ich gesehen, das können wir am Schluss machen. Das nächste Feature würde ich die Records nehmen. Viele von uns schreiben ja, oder in vielen Projekten brauchen wir ja doch noch Java-Klassen, die irgendwelche Felder haben. Und ganz häufig will man eigentlich dann immer die Standard-Getter generiert haben. Man braucht irgendwie ein Equals, was auf dem, nicht auf der Identität des Objektes beruht, sondern vielleicht auf der Summe aller Felder. Dann braucht man auch wieder Hashcode dafür. ToString möchte man häufig auch haben. Und dann muss man entweder eine Menge Code selber schreiben oder viele sind dazu übergegangen, dann sowas wie Lombok zu benutzen. Und das JDK hat eben dann auch überlegt, das könnten wir eigentlich auch als Konzept im JDK anbieten, ähnlich wie das, ich glaube, Case Classes in Scala müssten ähnlich sein und in Kotlin sind das diese Data Classes. In Java heißt das Ding jetzt halt Record. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Record Range anlegen, der als Property ein int hat min und int max. Jetzt seht ihr vielleicht hier schon eine Besonderheit, dass ich kann so einen Record auch innerhalb von einer Methode anlegen. Ich kann den Record aber auch als Top-Level oder als verschachtelte Klasse anlegen. Das ist mir überlassen. Und jetzt kann ich das einfach wie eine Klasse instanzieren mit Minimum, weiß ich nicht, 4 und Maximum 42. Und jetzt können wir uns die auch einfach mal ausgeben lassen. Ich kommentiere jetzt mal hier unten wieder alles auf, damit ich ein bisschen weniger Ausgabe habe. Genau, wir sehen, Range hat einen ToString, wo ich die beiden Properties für die Werte sehe. Das haben wir also auf jeden Fall schon mal. Dann können wir eben auch sagen, meine Range equals newRange 542 oder 442. Dann macht es auch das, was wir erwarten. Also das erste ist false, weil eben nicht beide Properties übereinstimmen. Das zweite ist true, weil sie übereinstimmen. Und dass Hashcode jetzt richtig implementiert ist, darauf müssen wir halt vertrauen. Genau, sagt jemand, funktioniert mit Jackson zusammen. Genau, funktioniert eigentlich mit allem zusammen. Also auch in Timeleaf funktioniert das ohne Probleme, um auf Properties von so einer Klasse zuzugreifen. Jackson kann damit umgehen. Genau, das geht alles. Was allerdings eine Besonderheit ist, die ist, dass es keine Getter mit Get gibt, sondern es gibt das Ganze ohne Get. Also wenn wir an Max dran wollen, dann heißt unsere Methode nur noch Max und nicht getMax. Genau, kann auch nochmal ausgeben. 42 wie erwartet. Besonderheiten von Records. Records haben nur Final-Felder, also Min und Max ist automatisch Final und ich kann das im Nachhinein nicht mehr verändern. Und Records sind implizit Final, also ich kann jetzt Range nicht extenden. Das geht beides nicht.
Was ich aber machen kann, ist, ich kann hier ganz normal, weiß ich nicht, eine statische Methode definieren. Range of. Bereite jetzt schon mal was vor, falls wir da hinkommen. Dann brauchen wir nämlich die Methode noch. Max, jetzt können wir hier return new range min throw max throw. Also ich kann hier statische Methoden implementieren, ich kann hier beliebige andere Methoden implementieren. Return min plus max macht natürlich keinen Sinn, die Summe. Ich kann sogar die Getter überschreiben. Nicht schreiben könnte. Genau, muss also public sein. Also ich kann auch die überschreiben. Und was ich auch machen kann, ist, ich kann auch den Konstruktor überschreiben. Das geht dann mit etwas anderen Syntax, nämlich einfach ohne die Klammern. Und jetzt könnte ich hier sagen, if max größer min throw new illegal state exception. Ich muss aber die Werte nicht selber zuweisen, sondern auch das passiert automatisch. Ich weiß nicht, was die Idee war, mit dem Beans-Standard zu brechen bei den Records. Also die Idee, keine Setter zu haben, ist halt, dass man eigentlich ein Objekt, wenn Equals und Hashcode halt also wenn man im Nachhinein Werte ändert, dann ist es halt schlecht, wenn man die vorher in eine Liste oder in ein Hash-Set oder so gesteckt hat, weil man die nicht mehr wiederfindet, weil sich halt Hashcode und Equals ändert. Und generell ist es ja so, dass in der Softwareindustrie im Moment immer mehr zu Klassen, die nicht änderbar sind, gegangen wird. Wahrscheinlich war das der Grund für die Setter so in Summe. Und ich meine, zu diesem getMin oder nur min gab es längere Diskussionen. Ich weiß aber nicht, wieso sie sich letzten Endes dazu entschieden haben. Was man aber sagen kann, ist, also die Records funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut eigentlich im gesamten Ökosystem. Gut. Dann haben wir eigentlich noch ein weiteres großes Thema. Was mache ich zuerst? Wir machen mal erst die Sealed Classes. Ja, ich gehe auf die Fragen zum Schluss ein, die ihr gerade alle stellt. Genau, Sealed Classes. Da ist die Idee, dass ich an ein Interface oder eine Klasse schreiben kann, wer darf überhaupt von mir erben. Also ich kann ein Sealed Interface myInterface schreiben und sage jetzt, ich erlaube nur, dass Michael und Nadine das implementieren dürfen. Und jetzt kann ich hier eine Klasse Michael anlegen. Da implementiere ich myInterface. Genau. Und was der Compiler mir jetzt schon sagt, ist, wenn ich von einem Sealed-Interface oder einer Sealed-Klasse erbe, dann muss ich entweder auch Sealed sein oder Non-Sealed oder Final. Also ich muss mich explizit entscheiden, wie meine Vererbungskette sozusagen weitergeht. Also ich könnte mich Final machen, dann ist das okay. Und ich mache jetzt mal die zweite Klasse auch so. Und jetzt wird eben tatsächlich verhindert, dass irgendwer anderes noch myInterface implementiert. Was natürlich ein bisschen blöd ist, dadurch muss das Interface plötzlich all seine Implementierungen kennen. Wir haben aber auch einen Vorteil und der liegt eben darin, dass wir jetzt eine Möglichkeit mehr haben, Dinge über verschiedene Pakete zu transportieren, ohne dass plötzlich andere mich implementieren können. Also vorher hatten wir ja in Java mit Public und Package Private und so nur eingeschränkte Modifikatoren und das hier gibt uns jetzt eben einen deutlich größeren Spielraum. Und besonders spannend ist das jetzt noch im Zusammenhang mit dem letzten Feature, was ich zeigen wollte, dem letzten größeren, das ist nämlich Pattern Matching. Java entwickelt sich immer mehr dahin, dass man auch sowas wie Pattern Matching, was ich vorher eigentlich insbesondere aus Scala kannte, funktioniert. Und zwar, wenn wir jetzt hier ein Object O haben, String, dann gibt es aktuell final, das ist über 14, 15, 16 reingekommen, das Pattern Matching in Instance of.
Das heißt, ich kann jetzt sagen, if o instance of string s, und jetzt ist hier drin s wirklich ein String. Also ich kann jetzt hier auf alle Methoden von dem String zugreifen. Und was auch geht, ist, wenn nicht o instance of string s, ist nicht throw new illegal state exception, dann müsste ich auch hier jetzt auf s zugreifen können, weil er ja hiermit auch sichergestellt hat, dass wenn es kein String ist, dann komme ich nicht bis hier unten, also muss es hier unten ein String sein. Das sind die Instance of Pattern Matching Sachen. Und die zweite ist, das ist jetzt ein Preview-Feature, was erst mit 17 gekommen ist. Das ist eben Pattern Matching im Switch. Das heißt, ich kann jetzt hier Switch 1 und kann dann schreiben Case Integer i 1 oder Integer plus i. Und da ist jetzt wieder nicht alle possible, brauche ich wieder eine Variante. Und jetzt kommt nämlich hier, gibt es eben ein Zusammenspiel zu den Sealed Classes, nämlich das Switch habe ich ja am Anfang erklärt, das muss exhaustive sein, also das muss alle Fälle abbehandeln. Und wenn man das Ganze jetzt auf hier oben so eine Vererbungshierarchie anwendet, dann könnte ich sagen, wenn ich ein myInterface in habe, und ich sage, das ist jetzt bin ich, und ich mache jetzt nochmal Final String Result und Switch, dann kann ich auf das in switchen. Und durch dieses Sealed weiß er jetzt, wenn ich sage, das ist ein Case Michael M. Und ich mache noch den anderen Case N. Dann weiß er jetzt an der Stelle, dass ich alle Fälle behandelt habe, weil ich über das Sealed ja sage, also es gibt nur die beiden, alles andere geht ja nicht. Das ist eben der Vorteil. Wenn ich jetzt hier oben das Ganze nicht sealen würde, dann bräuchte ich jetzt noch den Default-Fall, obwohl ich alles abgehandelt habe. Ein bisschen verhält sich das jetzt halt wie bei einem Standard-Enum. Genau, das sind so die größten Features. Wir haben auch schon ziemlich viel Zeit um. Das heißt, was ich noch zeigen würde, ist ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, sage ich mal. Und da gibt es für mich eigentlich insbesondere zwei Quellen, wenn ihr irgendwie selber nachgucken wollt, was sich denn so getan hat. Oder eigentlich eine Primärquelle. Das ist der Java Almanac.io. Das wird von 3 anderen Java-Champions betreut und gepflegt. Hier kriegt man eigentlich zu jedem JDK eben einmal auch den Status. Ist es ein LTS? Ist es noch, wird es noch supported oder nicht? Dann kriegt man hier zu Java 17 alle möglichen Informationen, auch nochmal alle neuen Features aufgelistet, ähnlich wie auf der OpenJDK-Seite selber. Man sieht hier auch alle Hersteller, die dieses JDK aktuell bauen und von denen man das beziehen kann, auch unter welcher Lizenz. Und das Spannendste ist eigentlich, man kann sich jetzt hier die API-Changes angucken. So können wir zum Beispiel sagen, wir wollen alle API-Changes von 17 auf 11 sehen. Und jetzt sieht man hier alle Methoden, die dazugekommen sind, die weggegangen sind, die deprecated wurden und so weiter und so fort. Und das ist eben auch ganz nett, um das eine oder andere nochmal zu gucken, wo hat sich was getan, weil manchmal gibt es eben so ganz kleine Varianten. Zum Beispiel gibt es, ich hätte gedacht, das wäre hier drauf, das Multimap. Ach, Map Multi, genau. Zum Beispiel haben sie auf einem Stream noch Map Multi hinzugefügt. Oder auf dem Stream gibt es jetzt ToList und man muss nicht mehr mit .collect, Collectors ToList arbeiten. Das sind so Kleinigkeiten, die gehen manchmal durch und die kann man dann hier drüber nochmal rausfinden. Und ich glaube, wir haben noch 10 Minuten. Ich würde jetzt dann so in die Fragerunde gehen. Also man könnte noch sehr viel erzählen. Es gibt unwahrscheinlich viele Dinge, die eben irgendwie entfernt wurden. Es gibt ganz viel zu Garbage-Kollektoren, aber das sprengt halt die 45 Minuten. Genau, neben dieser API-Seite kann man halt sonst hier alle JDKs einfach einmal durchklicken und sieht halt hier immer die größere Feature-Liste. Aber das sind in Summe mit Sicherheit
wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Also ich schätze, das sind mit Sicherheit so also über 50 größere Dinge, die sich getan haben in den letzten 3 Jahren. Aber dann, genau, ich weiß nicht, Sven, du kannst noch mal gucken, ob es noch Fragen gab. Also ich habe auf Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Michael. Ich habe mal alle Fragen, die du auf später geschoben hast, notiert und die können wir jetzt mal durchgehen. Also die erste Frage war zu den Java 17 Docker-Images. Die JREs sind seit Java 9, also war nicht so ganz sicher, offiziell weggefallen. Mit Java 11 gab es zumindest für die Docker-Images von OpenJDK noch ein 11 JRE Slim, das 74 MB groß war. Für Java 17 gibt es aktuell nur ein 17 Slim mit 210 MB. Die Idee ist ja, mit JDEPs und JLink ein Custom JRE zu bauen. Das scheint mir sehr fummelig und fehleranfällig, weil eventuell Fehlendes erst zur Laufzeit erkannt wird. Was wäre denn ein schönes, schlankes Docker 17 Image? Ja, also ich habe mich mit den Docker-Images noch nicht beschäftigt, weil das ist ja erst eine Woche alt und ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis es überall Images gibt. Ich benutze aktuell immer... Kannst du einmal umswitchen, Thorsten? Oder hast du schon? Super, danke dir. Ich habe halt in meinen letzten Projekten, wo ich bis 16 hochgegangen bin, immer noch das Adopt OpenJDK. Ich nehme einfach mal das 11. Wenn ich das denn jetzt so schnell. Genau, ich habe beim 11er bin ich immer dazu hingegangen, es gibt hier von Adopt OpenJDK gibt es ein Alpine Slim. Das sind 50 MB, wenn es nur um die Größe geht. Ich habe, glaube ich, aber nie das JRE, sondern das JDK benutzt. Ich nehme an, das ist ein bisschen größer. Genau, ich habe in letzter Zeit in der Regel das hier benutzt. Das sind 125 MB. Das war für mich okay. Was dabei vielleicht noch relevant ist, weil ich gerade Adopt OpenJDK genannt habe. Das Adopt OpenJDK-Projekt war halt so eine freie Community, also das OpenJDK selber, da sind die Build-Tools nicht mit eingecheckt. Also da ist nicht mit eingecheckt, wie man von dem Source-Code vom JDK zu so einer Distribution kommt. Und das Adopt OpenJDK hat das halt in einer freien Version, hat diese Build-Tools gebaut und hat eben auch diese Distribution gebaut, die sie dann zur freien Verfügung stellen. Und die sind mittlerweile zu Eclipse migriert und das Ganze heißt jetzt Adoptium. Und ich glaube, das JDK selber heißt dann irgendwas mit Ternum oder Tenum. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, das JDK hat einen anderen Namen, damit man beide Projekte nicht verwechselt. Aber ich würde davon ausgehen, dass es eben noch ein paar Wochen dauert, bis man vielleicht alle Möglichkeiten für Docker 17 hat. Und dann der zweite Teil der Frage war ja dieses mit dem JDEP und selber JDK zusammenbauen. Ich habe das noch nie gemacht und würde das auch nicht tun, weil man so ja dann, also Docker cacht ja auch die Layer und sobald ich mein Custom JDK für genau meine Anwendung nur baue, habe ich ja keinen Caching-Effekt mehr zwischen verschiedenen Anwendungen. Und ich glaube, in so einem Docker-Cluster ist der Effekt, wenn ich 10 Services habe und die alle dasselbe JDK benutzen, vom Caching größer, als ich Plattenplatz spare, wenn ich für jeden der 10 ein eigenes kleines JDK speziell für die Anwendung baue. Aber das muss man im konkreten Use Case betrachten. Timorin, danke an den Chat, genau. Genau, die URLs, weil da gerade die Frage bei mir reinpoppt, die werden wir noch an die Videobeschreibung im Nachgang packen. Ich werde auch noch mal ein paar weitere Links mit angeben. Da ich jetzt nur nicht wusste, wie ich die aufmache, haben wir das jetzt nicht live gemacht. Also kriegt ihr an der Videobeschreibung. Okay, vielen Dank. Also ich muss gestehen, ich war ja die letzten Jahre ein bisschen aus der Java-Welt draußen und habe mich letzte Woche hoffnungslos überfordert gefühlt, ein richtiges Base-Docker-Image rauszusuchen. Aber jetzt weiß ich, dass ich das, also welches ich zu nehmen habe mit dem Alpine. Ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt nehmen muss, aber das ist so das, was bei mir ganz gut funktioniert. Ja,
Also ich meine, es gibt so viel, da wenigstens ein bisschen Orientierung zu haben, ist natürlich nicht schlecht. Also ich denke, Adopt OpenJDK ist natürlich der richtige Filter, was ich so in den letzten Jahren mitbekommen habe. Und da dann Alpine, ja. Wir benutzen im Projekt Corretto und auch da hat das Elva eigentlich in den letzten 2 Jahren nie irgendwelche größeren Probleme verursacht. Also ja, das geht eigentlich auch. Ne? Okay. Eine weitere Frage war, gibt es bei den Records eine Unterstützung oder Vorliebe für Immutability? Naja, die sind halt ja von sich aus immutable, ne? Also du kannst sie einmal erzeugen mit den Feldern und danach kannst du die Felder nicht mehr ändern. Das heißt, wenn man also man kann natürlich, was halt geht ist, ich könnte jetzt hier in dieser Range sowas machen wie, wo ist denn die Range jetzt hingesprungen? Ich kann jetzt halt hier theoretisch sowas sagen wie Range set min. Und dann kann ich jetzt hier sagen, return new range mit min und das max. Also dann komme ich halt zu dem, dass ich eben für jede Änderung immer eine neue Instanz zurückbekomme. Das ist ja das, was ich hoffe, klassischerweise Immutability ist. Ich habe keine reine Informatik studiert, insofern falscher Ansprechpartner. Aber genau, also es ist, also aus meiner Sicht ist es immutable und ja. Für viele, also für Code, wie ich ihn schreibe, tut es das meistens, weil ich sowieso versuche, viele meiner Objekte immutable zu haben. Wenn man aber exzessiv halt mit Settern und Zustand über mehrere Zeilen manipuliert, dann wird das wohl mit Records nicht funktionieren. Okay. Ja, ich sag mal, Kommentar, der auch schon aufgelöst wurde, war, dass Java das ganze Pattern-Matching nennt, ist ja schon ein bisschen beschämend sozusagen, mit kleinem Trollface hinten dran. Aber da kam auch der Kommentar nochmal hinterher, das ist sozusagen Schritt 1. Also da gibt es noch mehr Pläne. Kannst du noch ein bisschen was zu den Plänen sagen? Ich habe die ehrlich gesagt nicht im Kopf. Lass mich kurz überlegen. Ich muss immer den Presentation Mode verlassen. Also es ist halt wirklich so, dass es schrittweise kommt und dieses Instance Off war ja jetzt das erste. Jetzt kommt das in diesen Switch Expressions und auch für die Switch Expressions war es so, dass sie dass man überhaupt Werte zurückgeben kann. Das ist halt auch als erster Schritt gewesen, bevor man jetzt dieses Pattern Matching im Switch hatte. Und ich weiß nicht genau, wie die Idee von Ihnen fürs Endmuster ist, aber es geht halt Schritt für Schritt. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich der Falsche bin, um über Pattern-Matching als generelles Muster zu sprechen. Ich habe tatsächlich in ganz wenig Code noch das Problem, dass ich auf Typen matchen muss und mein Kopf denkt auch noch nicht so. Aber ich glaube, genau, was sie noch machen möchten, ist, dass man in einem Switch dann so einen Record auch direkt auspacken kann. Also, dass man dann in etwa sowas schreiben könnte wie Case, wo habe ich denn hier unten meinen Record? Also, dass man sowas schreiben kann wie Switch Record. Und wenn das hier ein Record ist, dann könnte man jetzt sagen Case Record min max. Und kann man jetzt hier sagen min plus max. Ich glaube schon, dass das auch so ein Zielbild ist, aber ich weiß nicht, wann und wie lange sie brauchen, aber sie werden dann mit Sicherheit noch ein bisschen was weiteres machen. Ja. Okay, die letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war, kann man auch if, Klammer auf, guards, Klammer zu, wie in Scala benutzen? Jetzt muss ich sagen, Scala schon ewig nichts mehr benutzt, deswegen kann ich die Frage gar nicht genauer beschreiben. Das ist dann im Pattern-Matching, oder? Genau. Ja, also es Stand heute auf jeden Fall noch nicht. Nee, das dürfte nicht gehen. Aber könnte ich mir durchaus vorstellen, also es ist so, dass Java eben schon viel, glaube ich, schon zu Scala und auch Kotlin geguckt hat, die ja dann doch sehr schnell sehr viele neue Features eingefügt haben, die viele als praktisch und vorteilhaft gesehen haben. Und das, was der Meinung der JDK-Architekten gut ist und auch konzeptionell die Sprache nicht super kompliziert macht und passt, übernehmen sie halt auch schon mal. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass das irgendwann kommt, aber ja,
Da weiß ich zumindest nicht, dass irgendwas feststehen würde. Okay. Gut. Ja, also ich habe jetzt keine weitere Frage mehr hier aufgenommen. Wir sind auf Punkt 13 Uhr, also on time. Dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, vielen Dank an dich, Michael, für die Intro. Vielen Dank natürlich auch an alle unsere Zuschauer. Wir posten auf unserer YouTube-Seite dann noch die fehlenden Links, wie immer. Natürlich könnt ihr auch gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, falls ihr das gemacht habt. Dann bleibt ihr nämlich immer auf dem neuesten Stand. Vielleicht noch kleiner Hinweis, in 2 Wochen haben wir den Michael Plöth. Und, ich habe ganz vergessen, über was er spricht, aber ich bilde mir ein, es geht um Domain-Events. Aber da ihr sowieso alle im Meetup seid, werdet ihr die Mail auch bekommen. Okay, super. Dann vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal.